Ich bin mal hingegangen und habe ein Projekt durchgezogen, was ich schon eine Ewigkeit vor mir her schiebe und schon immer mal vorhatte, mir aus vorhandenem Material eine Lokomotive zu bauen bzw. umzubauen. Und im Endeffekt bin ich jetzt hier bei einer Art Fantasie-Garrett-Lokomotive gelandet. Meine Vorgaben waren, es sollte möglichst einfach sein, es sollte nicht allzu viel Zeit kosten. Ich wollte in diesem Leben noch fertig werden und das Ganze mit wenig Geldeinsatz. Und daraus ist auch jetzt hier nichts geworden für Nietenzähler oder Detailfetischisten, sondern wirklich was für den analogen Spielbahner, der mit relativ wenig Zeit und Geldaufwand was Individuelles auf der Anlage fahren haben möchte. Ich habe mir einige Umbauten angeguckt im Internet und auch in diversen Foren. Bin dann zu einem Ergebnis gekommen, die Materialien habe ich alle nicht, also bin ich hingegangen, habe bei mir geschaut. Ich hatte, wenn sich der eine oder andere noch dran erinnert, in dem Ostervideo mit diesen 14 Osterloks ein komplettes Paket mit diesen kleinen Lokomotiven gekauft. Hier sind einige Lokomotiven doppelt und das war jetzt für mich sozusagen mein Anfangsmaterial, mit dem ich loslegen wollte. Ich bin hingegangen, habe mir 2 Lokomotiven herausgesucht und das sind 2 3000er bzw. Baureihe 89 von Märklin. Von denen waren ja jede Menge doppelt und deswegen kommt es auf die beiden mir hier jetzt nicht so an. Wenn man diese nicht zur Verfügung hat, sind sie so zwischen 10 und 15 Euro gebraucht zu bekommen. Das heißt, die Investition hält sich hier auch relativ in Grenzen. Und als Mittelteil für meine Lokomotive habe ich mir hier den Niederbordwagen 4423 rausgesucht von Märklin. Den hatte ich auch noch hier rumliegen. War mal so eine Art Beifang bei einem anderen Kauf, sodass ich hier im Grunde genommen meine Grundmaterialien dann schon zusammen hatte. Das Ganze habe ich mir dann erstmal so vorgestellt, um erstmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was daraus wird. Die Lokomotiven und den Wagen erstmal hier aufgestellt. Dann habe ich noch in der Bastelkiste ein Gehäuse von der Baureihe 24 gehabt, das zufällig relativ genau auf den Wagen, auf diese Länge passt, sodass das Gehäuse in dem Sinne dann auch schon bei mir vorhanden war. Als Alternative kann man dann natürlich dann hingehen, und zwar die Gehäuse jetzt einfach von der Baureihe 89 zu nehmen, wenn man keine Baureihe 24 hier zur Verfügung hat und diese dann im Grunde genommen zu kürzen und mit dem anderen Teil zusammenzufügen und zu verlängern, so dass man sich das Gehäuse hier auch aus den beiden vorhandenen zusammenbauen kann. Ich bin dann hingegangen, habe erstmal hier einen ersten Rahmen gebaut, um mich an das Ganze dann hier Stück für Stück heranzutasten. Und das waren dann so meine ersten Bauteile, das heißt unten eine 3 mm Platte, um das mittlere Gehäuse ein bisschen anzuheben. Und oben die beiden Rahmen, die dann in das Gehäuse von unten eingesetzt werden. Und nachdem ich die ersten Maße hier genommen habe, wurde das Ganze dann in den Computer gepackt und für den 3D-Druck vorbereitet. Da wurden dann 2, 3 Muster nachgearbeitet, bis wir die richtigen Höhen hatten. Und das ist dann das endgültige Ergebnis für den Mittelteil. Beim Wagen bin ich hingegangen, habe im Grunde genommen oben die Plattform sozusagen von dem Aufbau getrennt, die Kupplungen entfernt, die Puffer entfernt. Habe mir noch 2 Speichenradsätze besorgt, um das auszutauschen, damit das den anderen Rädern von der Dampflokomotive nachher ähnlicher wird. Beim Gehäuse von der Baureihe 24 wurden dann noch die Windleitbleche entfernt. Und das war dann sozusagen die erste Stellprobe. Und wenn man hier keinen 3D-Drucker zur Verfügung hat, dann ist man hier eigentlich mit 3 mm Polystyrolplatten sehr gut bedient. Dicke Pappe würde auch gehen, aber ich denke, Polystyrol ist die einfachere Variante, lässt sich gut kleben, verarbeiten und man könnte sich das im Grunde genommen auch mit der Hand erstellen. Beim Kohletender mussten wir dann hingehen, im oberen Bereich die ehemalige Befestigung vom Gehäuse hier oben entfernen, weil der Kohletender etwas niedriger ist. Ich habe dann erstmal mir so einen Rahmen zusammengebastelt für den unteren Bereich und habe den versucht dann am Gehäuse zu verkleben. Dann hatten wir eine Datei aus dem Internet und haben den Kohletender gedruckt. Das Ganze war aber dann von der Verbindung her zu instabil, sodass wir die Daten in dem Sinn dann verbunden haben und haben den Kohletender dann passend ohne den Rahmen komplett auf die Größe neu gedruckt. Beim Wassertender war es dann so, dass wir eine andere Datei im Internet gefunden haben, haben sie so weit abgeändert, dass sie aus einem Stück direkt gepasst hat. Der Druck ist hier noch nicht perfekt, das liegt an der Druckgeschwindigkeit wohl, denn die seitlichen Nieten, die werden erst dann richtig schön mitgedruckt, wenn der Drucker langsamer läuft. Das waren hier so die ersten Versuche und ich bin dann noch hingegangen und wir haben im vorderen Bereich praktisch eine Öffnung geschaffen für die Lampe, sodass wir die Original-Glühbirne von dem alten Fahrgestell weiterhin verwenden konnten und uns hier nichts Neues ausdenken mussten.
Und hier auf dem Foto dann mal all diese Zwischenversuche von den ersten selbstgebauten Rahmen links im Hintergrund zu den Zwischenstufen und zu den fertigen Wasser- und Kohletendern, die wir benötigt haben, bis wir dann einigermaßen das hatten. Von daher war das mit dem 3D-Druck konstruieren auch nicht so wirklich schnell. Ich denke, wenn man hier mit einem Standard-Kohletender von Märklin arbeitet und den in die richtige Länge bringt, dann ist man da gar nicht so viel langsamer. Der Vorteil vom 3D-Druck ist natürlich dann der, wenn man die Datei dann öfters braucht, dass man sie dann mehrmals ausdrucken könnte. So, und das war dann hier sozusagen unser erster Stelltest und das Ganze sieht von der Optik her gar nicht so schlecht aus. Es passt jetzt einigermaßen und damit musste das Ganze jetzt noch verbunden werden. Ich bin dann hingegangen, habe hier im hinteren Bereich die Kupplung entfernt und habe mir aus einem stabilen Draht im Grunde genommen den Kupplungshaken hier nachgebogen, was man hier einigermaßen erkennen kann. Und der einzige Grund dafür, den Haken auszutauschen, war eigentlich, dass mit dem Haken der Abstand zwischen den einzelnen Fahrwerksteilen zu groß war. Und mit dem gebogenen Haken kann man die Entfernung jetzt hier wesentlich besser einstellen. Und hier könnt ihr nochmal sehen, dass bei dem Wagen in der Mitte die Originalkupplungen geblieben sind. Das wäre was ich beim nächsten Modell dann auch verändern würde, indem man das Ganze ein bisschen stabiler verbindet. Und ich bin dann hingegangen, weil ich die Lokomotive nur mit einem Schleifer betreiben möchte, damit die Lokomotive später auch bei den Kontaktgleisen im Automatikbetrieb voll einsatzfähig ist, habe ich hier auf der linken Seite, das ist praktisch der hintere Teil, dann die Kabel vom Umschalter abgelötet und habe ein Kabel von dem vorderen Teil der Lokomotive dann im Grunde genommen komplett nach hinten gelegt, sodass die Lokomotive hinten auch komplett mit Strom versorgt wird. Und bei den ersten Probefahrten musste ich dann leider feststellen, dass der Mittelwagen doch relativ leicht ist und sobald die hintere Lokomotive mal ein bisschen schiebt, es auf den Weichen in den Bogen doch vorkommen kann, dass er mal aus der Schiene gedrückt wird. Also bin ich hingegangen und habe dann 3 große alte Muttern, die ich im Keller gefunden habe, in den Mittelteil eingelegt. Die passen zufällig perfekt in diesen Zwischenraum, fallen nicht auf und geben dem mittleren Teil dann nochmal zusätzliches Gewicht. Dann ging es ans Einfärben der Teile. Das Ganze habe ich mit dem Airbrush gemacht. Erste Stufe ist dann hier mit diesem kleinen dreieckigen Schmirgelvlies erstmal alles so gut es geht ein bisschen anzurauen, was bei dem Gehäuseteil der Baureihe 24 nicht so einfach ist. Man kann das halt so gut wie es geht einfach nur durchführen. Die erste Stufe ist dann mit dem Isopropanolalkohol bin ich hingegangen, habe die ganzen Sachen abgepinselt, dann kurz mit dem Föhn getrocknet. Dann kommt hier eine erste Schicht von einer ganz dünnen Grundierung drauf. Als nächstes wird dann eingefärbt und nach 4 feinen Schichten in Schwarz sind auch die ganzen roten und die Beschriftungselemente der Baureihe 24 dann komplett verschwunden. Und als nächstes kommt nochmal ein Mattlack drauf, beziehungsweise ich hatte jetzt nur ein Matt-Firnis hier. Der Lack, den ich bestellt hatte, ist noch unterwegs bei den aktuellen Wetterverhältnissen. Und da musste ich mir mit diesem Matt-Firnis behelfen. Hat aber nicht viel geschadet. Denn das ist jetzt mein Endergebnis und damit bin ich von der Optik her eigentlich schon mal ganz zufrieden. Das ist die Lokomotive von vorne. Das ist die Lokomotive von der Seite und die Lokomotive von schräg hinten. Bei dem mittleren Teil der Baureihe 24 bin ich noch hingegangen, habe vorne einen anderen Schornstein aufgesetzt und habe noch die Seitenfenster zugeklebt, damit man da nicht so durchgucken kann. Für mich war jetzt interessant die Variante hier, die Lokomotive nur mit einem Schleifer zu versehen, sodass mit meinem einfachen Automatikbetrieb und den Schaltgleisen die Lokomotive hier voll in den Fahrbetrieb mit eingebunden werden kann und wir hier keine Spezialitäten haben. In der Regel fahren meine Lokomotiven nur vorwärts. Ich bin hier kein großer Rangierer, sondern auf der kleinen Bahn erstmal sozusagen fahren nur die Streckenlokomotiven und die Lokomotive ist in der Variante jetzt hier voll einsatzfähig. Für mich war das jetzt erstmal die erste Variante, mit den vorhandenen Teilen hier auch zu arbeiten. Deswegen ist die Form natürlich ein bisschen vorgegeben. Das heißt, unsere Antriebsachsen sind sehr weit nach außen gestellt bei einer echten Garrett-Van, die eigentlich weiter innen. Das ist aber jetzt vorgegeben durch die Modelle, die ich verwendet habe. Ist für mich aber eine schöne Variante, das zum ersten Mal zu testen. Ich denke mir, da gibt es andere Modelle von Märklin, mit denen man das in Zukunft vielleicht noch mit anderen Varianten dann erweitern und verbessern kann. Denn ich denke, das wird nicht der letzte Umbau sein, den ich in der Richtung mache. Das Ganze hat doch richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn das jetzt hier wirklich auf der Anlage fährt. Ich habe zumindest meine Vorgaben erfüllt, mit möglichst einfach das Ganze analog und mit relativ wenig Geldeinsatz
hier mir ein individuelles Einzelstück zu basteln. Das ist natürlich nicht jedermanns Geschmack und nicht jeder wird daran Gefallen finden, aber damit kann ich leben. Dann könnte man hinten noch eine Beleuchtung einbauen. Die Kupplungen bzw. die Verbinder würde ich bei der nächsten Variante hier auch stabiler bauen und ein anderes System verwenden. Dann ist die Detaillierung jetzt natürlich noch nicht so da. Man könnte jetzt hier noch die ganze Lokomotive beschriften, könnte es natürlich auch in einer anderen Farbe lackieren. Man könnte theoretisch noch Sound einbauen und Rauch, wobei Sound hier auf dem M-Gleis für mich uninteressant ist. Das M-Gleis macht da für mich genug Sound. Ich mache dann gerade im Moment den Versuch, die Daten von den 3D-Druckteilen hier bei Thingiverse einzustellen. Damit werden die Daten dann frei für jedermann zugänglich und könnten auch weiterverarbeitet werden. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn das funktioniert, verlinke ich es euch unten in der Beschreibung. Ansonsten wäre natürlich die Alternative, die beiden Tender hier einfach wirklich zu basteln, entweder aus vorhandenen Teilen, sie zu vergrößern, verlängern oder komplett aus Polystyrol zu bauen. Das ist aber auch kein Hexenwerk, glaube ich, wenn jemand sich mit Modellbau ein bisschen auskennt. Und damit bin ich durch mit meiner kleinen Fantasie-Garret im Selbstbau. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.